Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Mittelformatkamera. Doch selbst nach langem Suchen auf eBay Kleinanzeigen habe ich nichts gefunden, was meinen Preisvorstellungen entspricht. Mittelformatkameras sind alles andere als preiswert, vor allem im digitalen Bereich. Also habe ich mich für eine Alternative entschieden, und zwar eine Filmkamera. Ich hatte das Glück, die Kamera dann günstig von einem Kollegen bekommen zu können. Die Wahl fiel auf eine Bronica SQAI. Die SQAI wurde das erste Mal angekündigt auf der Photokina 1990 und wie der Name schon sagt, das SQ steht für Square. Die Negative kommen also als Quadrat raus. Auf meiner Kamera ist die 80 mm Linse drauf mit einer Blende 2.8. Das wäre auf der Full-Frame-Kamera ein Äquivalent von 50 mm. Die Verschlusszeiten von der Kamera gehen von einem 500stel bis hin zum langsamsten sind 16 Sekunden und danach gibt es noch einen Bulb-Modus. Der ISO ist einstellbar von 25 bis 3200 und das ist eigentlich alles an Informationen, was ihr so braucht. Und wir gehen jetzt ein paar Fotos machen. Ich hatte das große Glück, die Kamera für unter 300 € zu bekommen. Und wir sprechen heute mal drüber, ob das dann wirklich die beste und die günstigste Option ist, ins Mittelformat einzusteigen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind schon ganz gut. Ich freue mich, dass der Film endlich da ist und ich euch die Ergebnisse zeigen kann. Nee, man sieht mich so halb, glaube ich, aber ich kann auch ranzoomen. Oder Gold. Um die Kamera nutzen zu können, müsst ihr auf jeden Fall ein Belichtungsmesser haben. Die Bronica hat leider keinen integrierten Belichtungsmesser, deswegen habe ich mir erstmal eine App runtergeladen und mit der hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Kaufen Filme und andere vergessen. Mir ist aufgefallen, dass der Kodak Gold auf Mittelformat ganz anders aussieht als auf 35 mm. Und ich muss auch sagen, mir persönlich gefällt die 35 mm Version viel besser. Ansonsten wirkt der Film auf mich auch irgendwie eher unspektakulär, hat nicht diese typischen warmen Töne und auch nicht so viel Kontrast, habe ich das Gefühl. Mir fehlt da der typische Kodak Gold Look ein bisschen, der kommt irgendwie einfach anders auf den 35 mm Film. Und es könnte aber auch daran liegen, dass es einfach so trüb war bei dem Wetter, dass man irgendwie andere Farben bekommen hat. Wir haben uns dann noch ein bisschen die Stadt angeschaut, noch ein paar mehr Fotos gemacht und sind letztendlich auch noch in der Ausstellung gelandet. Ich kann euch nicht mal sagen, von wem die ist, aber die Bilder waren ganz interessant anzusehen. Dancing are outside the man's hall, smoking with their early mustaches. Nach der Ausstellung sind wir dann noch auf dem Markt gelandet, haben ein bisschen eingekauft und nachdem wir unsere Taschen voll gemacht haben mit dem Erotik Kamasutra Curry, ging es dann wieder zur Sache und wir haben ein paar Fotos gemacht. Wir sind dann noch ein bisschen weiter durch Wien gelaufen und was mir auch aufgefallen ist, die Kamera ist nicht sehr schnell. Man muss sich mehr Zeit nehmen für die Shots. Am besten sind eigentlich irgendwelche Landschaftsaufnahmen, denke ich, da man mehr Zeit nehmen kann. Das macht den Prozess sehr langsam, finde ich aber sehr gut. Wenn man sich die Negative anschaut in Lightroom, dann sieht man, dass man auf jeden Fall viele Details hat, die man vielleicht auf 35 mm Film jetzt nicht hat. Das ist schon beeindruckend.
Was natürlich für Leute interessant sein könnte, die halt vor allem ihre Arbeit drucken wollen, dann ist das natürlich von Vorteil, wenn man so eine große Auflösung hat. Ich habe dann beschlossen, nochmal einen Farbpositivfilm in die Kamera zu laden und der hat einen ISO 100 und damit habe ich meiner Meinung nach die besten Bilder geschossen in Wien und ich freue mich, euch die jetzt zeigen zu können. Ich habe am Anfang gesehen, dass der Farbpositivfilm, dass man wirklich genau messen muss, weil sonst die Schwarztöne teilweise echt komplett flöten gehen. Gerade in dem Bild könnt ihr jetzt sehen, dass links im Bereich die kompletten Schwarztöne ein bisschen zu dunkel geworden sind. Das liegt daran, dass ich nicht gescheit für die Schatten gemessen habe, sondern das ganze Bild ausgelesen habe und kam dann dadurch auf eine fehlerhafte Messung. Es ist mir auch öfter passiert an dem Tag, aber trotzdem sind ein paar Bilder dabei, die mir ganz gut gefallen. Vor allem das von der Kirche. Das werdet ihr jetzt auch gleich noch sehen. 3, 2, 1. Ja, das war's für heute vom ersten Tag. Wir gehen jetzt ins Hotel und dann kannst du immer Gimbal. Ich glaube, wir müssen viel weiter weg. Das war weiter weg, oder? Nachdem dann langsam das Licht verschwunden ist und Richtung Blue Hour ging, haben wir dann von der besagten Kirche noch ein paar Bilder gemacht und das mit meine Favorite Shots. Das Licht war einfach perfekt und es hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Und wir checken jetzt diese alte Dame aus. Die Bronica SQ AI. Und ich lade wahrscheinlich einen Schwarz-Weiß-Film rein, weil es ist ziemlich trüb. Genau. Ich muss schauen, ob ich überhaupt einen Schwarz-Weiß-Film habe. Das ist eine Ilford XP2 ISO 400. Aber wir werden den wahrscheinlich auf ISO 320 fotografieren, um dem Film ein bisschen mehr Licht zu geben. Und ja. So, Frame 1. ISO machen wir auf, sagen wir mal 320, wenn ich es einstellen kann. Ja, 320. Und ich denke mal, das langt im Film. Jetzt geht's los. Wir sind hier am World Famous Instagram Spot von 2016, der Geierlei-Brücke.
in Mörsdorf. Wir werden jetzt ein paar Filmfotos schießen. Geil, jetzt löst du aus. Er könnte kotzen. Ich hatte öfter mal das Problem mit der Kamera, dass sie nicht auslöst und das lag anscheinend am Batteriefach. Das ist auch ein bekanntes Problem. Da werde ich nachher nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt geht's wieder. Also das Lichtmeter sagt mir jetzt gerade ein Hundertstel auf Blende 4,5, aber ich mache Blende 4. Blende 4 ein 125. sagen wir mal. Ja, das müssen wir jetzt mal hier ausprobieren. Das klappt. Wir warten, bis eigentlich niemand auf der Brücke ist, dann sieht es so ein bisschen einsamer aus. Weißt du, was ich meine? Ja. Das warten. So, jetzt geht die Lupe natürlich nicht mehr von der 1980 Jahre Dame. Aber wir jetzt improvisieren. Ich kann ja zum Glück auch einfach so fotografieren. Dann sieht man hier das schöne Foto. Liebe Freunde, ey, ich kann euch sagen, die Kamera war was. Also da die Kamera schon älter ist, ist das Batteriefach natürlich auch mitgealtert und dadurch habe ich ziemlich viele Probleme beim Auslösen gehabt. Die Kamera hat nicht ausgelöst, wenn ich auf den Shutter gedrückt habe und es hat damit zu tun gehabt, dass die Kontaktpins die Batterie nicht erreicht haben. Man konnte es dann ganz leicht umgehen, indem man die Kamera neigt oder so, dann hat es wieder ausgelöst und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich ziemlich viel Frust geschoben habe. Ich habe das dann am Ende klären können mit einem Stück Karton, den ich einfach mit reingeklemmt habe ins Batteriefach. Aber das ist natürlich keine Ideallösung und wenn ihr eine Kamera haben wollt, auf die ihr euch verlassen könnt, ist das vielleicht nicht die beste Wahl. Gerade wenn man einen Moment hat, der irgendwie schnell vorbei war oder so und dann die Kamera nicht auslöst, ist natürlich super frustrierend, aber das kann man nicht ändern, das gehört alles dazu. Ich weiß nicht, ob das bei allen Bronicas so ist, aber vielleicht ist das auch ein kleiner Konstruktionsfehler. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bereue den Kauf nicht. Ich freue mich damit weiter zu fotografieren. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie eine dauerhafte Lösung finde, um die Probleme mit dem Auslösen nicht zu haben und um sich erstmal ins Mittelformat ranzutasten, denke ich, war das eine sehr gute Option. Ich weiß nicht, ob die Kamera immer noch so günstig ist, wie ich sie jetzt bekommen habe, aber ich denke mal, zwischen 300 und 500 Euro sollte man eine gute gebrauchte finden. Wenn ihr also eine Mittelformatkamera sucht, dann durchstöbert auf jeden Fall Kleinanzeigen oder auch eBay. Ihr werdet auf jeden Fall fündig werden, wenn ihr lang genug sucht. Vor allem auch für Preise, die echt erschwinglich sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Lasst gerne ein Abo da, vielleicht auch ein Like. Falls ihr irgendwie selbst Erfahrungen gemacht habt, schreibt was in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.